In Österreich leben 1,5 Millionen Menschen, ohne wählen zu können. Das heißt, über ein Fünftel der Bevölkerung in Österreich ist von der demokratischen Mitbestimmung ausgeschlossen. Demokratie heißt ja eigentlich Herrschaft des Volkes und ganz grundsätzlich versteht man darunter, dass die Menschen, die von Gesetzen betroffen sind, grundsätzlich auch mitbestimmen dürfen, wer diese Gesetze entscheidet und beschließt. Und wenn nun ein großer Teil der Bevölkerung nicht wählen darf, dann entsteht eine Lücke zwischen der sogenannten Wohnbevölkerung, also den Menschen, die hier leben und dauerhaft hier leben, und der Wahlbevölkerung, also den Menschen, die auch wirklich demokratisch mitbestimmen können. Das nennt man dann oder kann man demokratische Lücke nennen. Und diese demokratische Lücke ist für die Idee der Legitimation des Rechts durch das Volk ein Problem. Ein wesentlicher Grund, warum viele Menschen, die lange in Österreich leben, nicht die österreichische Staatsangehörigkeit haben, ist, dass es schwer ist, die österreichische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Anders als in vielen anderen Ländern erwerben zum Beispiel Kinder, die in Österreich geboren werden, nicht bei Geburt die österreichische Staatsangehörigkeit, auch wenn ihre Eltern schon lange in Österreich leben. Ein zweiter Grund ist, dass auch der spätere Erwerb der Staatsangehörigkeit, die sogenannte Einbürgerung, mit vielen Hindernissen verbunden ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese demokratische Lücke schließen könnte. Eine Möglichkeit wäre, die Anforderungen an die Einbürgerung zu erleichtern, also zum Beispiel kürzere Wartezeiten als die bisherige 10 Jahre Dauer des Aufenthalts vorzusehen oder auch die Einkommensgrenzen zu verringern. Noch effektiver wäre es allerdings, wenn man Kindern, die in Österreich geboren werden, schon bei Geburt im Inland automatisch die österreichische Staatsangehörigkeit geben würde. Das kann man zum Beispiel an die Voraussetzung knüpfen, dass die Eltern eine gewisse Zeit schon in Österreich leben, damit man sogenannte Zufallsstaatsangehörigkeiten auch verhindert. Eine ganz andere Möglichkeit, wie man das auch noch lösen könnte, wäre, dass man auch das Wahlrecht von der Staatsangehörigkeit entkoppelt, dass man also Menschen, die sehr lange in Österreich leben, hier aufgewachsen sind, auch das Recht zu wählen gibt, ohne dass sie die Staatsbürgerschaft erwerben. Dazu gibt es auch in der Wissenschaft schon zahlreiche Vorschläge. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass je mehr und auch je früher Menschen tatsächlich mitbestimmen dürfen, das Gefühl haben, also auch demokratisch teilzuhaben am Staat, dass sie sich dann auch umso stärker mit der Aufnahmegesellschaft identifizieren.